Herzlich willkommen alle miteinander zu Episode 37 von Hogwarts Legacy. Ich habe schon mal außerhalb der Folge meine ganzen Beasts alle gefüttert und gestriegelt. Ich habe sogar ein bisschen meine Einrichtung verändert und habe nochmal alles hier, alle meine Items, die ich hier ernten kann, geerntet, gefarmt, und jetzt gehe ich nochmal an den Loom und verbessere nochmal ein bisschen meine Gegenstände. Und zwar beim Hut kann ich hier in die Trades reingehen. Ich habe hier Disarming 2 im Moment ausgerüstet, aber ich habe ja mittlerweile sogar schon Disarming 3. Hier. Und den werden wir direkt einweben. So, dann haben wir noch unsere Uniform. Die können wir nicht upgraden. Übrigens die andere hier, den Hut auch nicht. Da brauchen wir das Grabhorn dafür. Haben wir noch nicht. Okay, Binding 3. Ist schon ziemlich gut. So, hier können wir... was war das jetzt nochmal? Das ist der Umhang. Den können wir upgraden. Yay. Maximales Upgrade. Und mal gucken, haben wir Concentration 3? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Dann den Scarf können wir ebenfalls upgraden auf höchste Stufe. Und der hat Cruelty 3. Okay, dann hier haben wir noch die Handschuhe. Die können wir leider nicht upgraden, weil wir jetzt keine Phoenix Feather mehr und kein Unicorn Hair mehr haben. Was hat er hier? Der hat Ancient Matrix Focus 3, okay. Es gibt, glaube ich, sowieso noch keine 4. Stufe. Da brauchen wir auch einen Grabhorn dafür. Es gibt ohnehin keine 4. Stufe, oder? Nee, gibt's nicht. Okay, gut, dann halt, was war das jetzt nochmal hier? Das ist Control 1, genau. Control 2 habe ich das schon... Nee, okay. Dann... Wollen wir noch mal gucken. Ich habe doch noch bestimmt auch jetzt noch Gegenstände, die ich noch nicht reviewed habe. Erstens mal nehmen wir uns mal einen neuen Wand-Handle, weil ich habe so viele freigeschaltet und ich weiß nicht, welcher. Ist egal. Ich nehme einfach irgendeinen, der passt. Aber auch grundsätzlich auch mal wieder mal eine gute Gelegenheit, um mal zu gucken, ob ich vielleicht ein bisschen was verbessern kann. Was ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Das für Dinger? Warum werden die hier angezeigt? Okay, also das, was ich ausgerüstet habe, ist deutlich besser als das, was ich hier zur Wahl habe. Das ist seltsam. Was ist das? Ja. Vielleicht habe ich irgendeine Fähigkeit, womit ich diese Sachen, womit ich hier irgendwas herstellen kann. So, die sind auch alle schlechter als das, was ich habe. Beim Neckwear. Da haben wir hier einen, der ist besser. Der hat 96. Der hat... Okay, der ist in der Offense etwas besser. Aber in der Defense deutlich schlechter. Und Laceration 1 als Trade. Increased Damage with Defendo. Nee, den nehme ich nicht. Nee, das... lasse ich so, wie es ist. So, da ebenfalls nicht. Und da... nee, komm. Das ist so minimal. Nee, das ist... bringt's überhaupt nicht. Krass, dass ich immer noch keine weiteren Broom-Upgrades habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Tja. Kann sein, dass ich einfach noch ein bisschen brauche. So, was ich mal checken wollte. Genau. Ich habe hier noch andere Flying Mounts. Ich habe hier den weißen Hippogriff, den Highwing, und den schwarzen Hippogriff, Caligo. Aber ich will unbedingt mal den Thestral Sepulchria. Den gab es ja als DLC zu kaufen.
Den muss ich unbedingt mal ausprobieren. So, aber auf jeden Fall mal wieder neue Cloaks ausprobieren und neue Outfits. Ja, nee, Pelzmantel nehme ich nicht. Nee, das auch nicht. Oh, das ist so eine Art Frack-Rock. Der passt sehr gut. Der passt richtig gut. Jetzt sehe ich so ein bisschen aus wie Professor Black. Jetzt bräuchte ich bloß noch seine Frisur und dann wäre ich Professor Black. Er ist ja auch in Slytherin, ja. Ja, klar, hey, nehme ich. Sieht ziemlich cool aus. Bleiben wir dabei. Okay, die Handschuhe passen auch. Hut. Nee, nicht wirklich. Nee, Hut lasse ich weg. Gut. Aber wir könnten dann mal wieder neue Frisur machen. So, jetzt haben wir hier... hier drüben mit Room of Requirement jetzt neue Challenges freigeschaltet. Aber ich gucke bei den anderen auf jeden Fall auch definitiv. So, wir haben 10 Beasts gebreedet. Das ist super. So, oh ja, wir haben Field Guide Pages freigeschaltet in den Highlands und kriegen dafür eine neue Appearance. Ja, geil. So, wir haben auch hier was freigeschaltet. Ja, es ist definitiv einiges gewesen, was ich noch nicht wusste, dass ich es habe. Auch hier. Und hier auch. Sogar 2. Amphibical Protection 2. Goblin Silver Resistance 3. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ich kann bei Dueling Feeds kann ich auch noch was freischalten. Da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Das habe ich ziemlich vernachlässigt. Okay. Dann können wir mal auf die Quests gucken. Oh, wir haben nur eine einzige. Alle anderen sind gemacht. Schauen wir auf die Map, wo das ist. Vielleicht sollten... Ne, wir gehen erstmal kurz nach Hogsmeade. Weil ich will ein paar Beasts, die ich in der... die ich im Inventar habe, verkaufen. Und ich will tatsächlich auch die Friseurin aufsuchen. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Oh, du hast auch Unicorn her. Ja, klasse. Kostet halt auch 700, ne? Na, egal. Kaufe ich auf jeden Fall. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Don't be shy. So. Ich glaube, jetzt lasse ich sie mir wieder etwas wachsen.
das ist nice. Das ist Sebastians Frisur. Nee. Nee, wir nehmen eine von denen hier oben. Ich nehme die hier. So, welches Haar? Oh ja, genau. Slytherin Green. Warum denn nicht? You take care now, and I shall hope to see you soon. Julio. So, World Map. So. Revelio. Oh, es ist Nacht. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Perhaps we can avoid detection. We deal blows. Ah, eigentlich bin ich lieber der We need to see Stealthy. what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. We must remain unseen. There die they are ganze- up ahead. I'll let you lead. Er hat die ganze Zeit auf uns gewartet, während wir mehrere Episoden wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht haben. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Goblins will find it. Gar nichts werden sie. Werden versteinert. Ready to fight.
Revelio. Hier ist noch eine Dungeon, die will ich eigentlich erst auschecken. Revelio. Unforgivable 3. Könnte man tatsächlich auch. Da unten, ach, das ist nur Moonstone. Und da ist aber nochmal ein Eingang zu irgendeinem Dungeon. Würde ich schon auch ganz gerne noch mitnehmen. This is going well. We make a good team. We do at that. Ich darf keinen Besen benutzen. Wir sind ja von da vorne runtergekommen. Ich befürchte, ich komme da nicht so einfach wieder hoch. Also lassen wir den Dungeon jetzt erstmal liegen. Machen den dann später. Wahrscheinlich kommen wir ja sowieso wieder aus diesem Eingang der Mine auch wieder raus. Wäre ein bisschen seltsam, wenn ich, aber ja, wir hätten ja auch, könnte ja auch die Möglichkeit geben, einen anderen Ausgang zu nehmen, aber ich glaube nicht. So, hier erstmal wieder das da ausrüsten. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Revelio. Hello? Ordentliche Reichweite gehabt. Revelio. 3 sind es noch, okay. Petrificus totalis. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Okay, das ist hier der Mineneingang. Oh.
Direkt in I'll be unsichtbar quieter machen. than a jobberknoll. Revelio. For better or for worse, we're in. Petricus Totalis. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Confringo. Revelio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. What was that? Aha! Protego! Stupid one! Stupid one! You are terribly outmatched. Surely you can see that. Arresto momentum. Well, stupid one. Where did they go? Stupid. Protego! Descendo! Expelliarmus! I shall avenge your death. Release me! Descendo! Expelliarmus! Stupid one! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Ja, okay, der muss da wahrscheinlich unter den Eingang da geschoben werden, der Kasten. That ledge is awfully high. Any ideas? Confringo. Ja, macht euch weg. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Jawohl, geschafft. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Und noch tiefer. Ha, wieder so eine Rutsche. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Imposante Höhle. Mit vielen Bats. Revelio. Und die muss man wohl reparieren, die Brücke.
Incendio. Revelio. Schade. Hat nichts bewirkt. That bridge has seen better days. Incendio. Ich weiß nicht, ob Sebastian Angst vor Spinnen hat. Wie Ron. Reparo. Reparo. Accio. Descendo. Confringo. Imperio. Wie lange hält jetzt dieser Curse an? Anscheinend so lange das Viech lebt. Ja, Revelio. oder auch nicht. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Es waren keine Spinnweben, die man Revelio. abbrennen musste. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Stream Danger. Na, da müssen wir noch da rein. Okay, da muss jetzt wieder Lumos hin. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Ah, ich wusste doch, hier ist was. Lumos. Suits of Armor. Ach, ich kann die Suits of Armor als Ding hinstellen. Dekoration. Revelio. Ach, hier komme ich her. Lumos. Lumos. Revelio. We've still not seen a single rune. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Is somebody there? Got it. You won't get away with that.
Imperial. Protego. Stupid one. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Imperio. Crucible. Protego. Stupid. Expelliarmus. Descendo. Bombarda. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Crucible. Descendo. Incendio. Depulso. Accio. Bombarda. We certainly cleared the room. Jawohl. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Revelio. Now. We can Incendio. have peace. Accio. Wingardium Leviosa. So, wo muss der jetzt hin? Hier hin? Incendio. Revelio. Okay. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Incendio. Ah, von da oben kommt man durch. Okay. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Ja, haben wir alle gefunden. Wasn't expecting that. Abwärts. Ah, also ich dachte, da kommt wieder eine Rutsche. Das ist keine Rutsche. Was ist das hier für ein Laboratorium? Was auch immer, was es ist. Revelio. Isidora's journal entry, 3 of 7. The world floated back to me, as if in a watery haze. How long had I been unconscious? I only remember his eyes, empty. Empty of sorrow, yes, but also... I recall feeling a sense of euphoria as I watched the pain vanish. But then, everything started to turn. When I fell, I must have hit my head. I neither feel nor see a mark, but the pain is throbbing. I can only hope it is not the Black Death. At least he is no longer in pain. What do you have there? A journal entry by Isidora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Ja, es ging mit Isidora ist ja die eine junge Zauberin, die in den Videos immer wieder dargestellt wird, die dann irgendwann ihren Vater von seinen Schmerzen befreien will, weil er sich so sehr die Schuld gibt dafür, dass ihr Bruder gestorben ist und dass er ihn nicht retten konnte. Und das möchte sie gerne verändern. Revelio. Dabei benutzt sie ziemlich viele Sachen, die eher Dark Art sind. Sebastian, I think I found something.
A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Ja, eindeutig. Das ist hier mit Sicherheit wieder ein Portal. So, von da bin ich gekommen. Ah, ich muss mit ihm reden. Okay. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Ja. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Tja. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Es kommt nicht mal mehr ein Gespräch. Sie gehen einfach nur direkt da durch. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Lodgok. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Jetzt habe ich mir einfach mal mir nicht das von ihm bieten lassen. Aber es wird weitergehen. Wir haben eine neue Quest, ja. Wahrscheinlich ist das sowieso die Story-Quest. Ah, einen neuen Talent. Ja, stimmt. Ich bin ja aufgestiegen. Spells. Die könnten wir jetzt mal voll machen. Das ist bei den Dark Arts. Ja, der ist auch nicht schlecht. Chor. Boah, das ist beides ziemlich gut. Also entweder wir machen Spells voll oder wir machen Chor. Nee, das ist besser hier. Das finde ich am besten. Okay. Neues Gear, was haben wir denn? Ja, schlechter. Brauche ich mir nicht anzugucken. Okay. Quests. Nee, im Moment ist nichts. Dann gehen wir erstmal nach oben. I hope Professor Fitz...
I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Ja, das können wir gerne machen. Direkt nach Hogsmeade gehen. Und auf der anderen Seite ist er ist einfach da, okay? Er wird mitgespawnt. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of hexes! Your father's in St. Mungo's to get his horns removed, and it's taken the house elf a week to unstick that screaming portrait! A week! You will behave, or so help me Merlin, I will bring you straight back home! Ein Hauler. Okay, wir haben jetzt schon wieder die direkte Mission, wieder in die Map Chamber zu gehen. Jetzt aber eigentlich gerade nicht vor. Ich möchte gerne... Ich weiß, dass es hier noch weitere Nebenquests gibt, die man aufsammeln kann, und das möchte ich gerne machen. Now what am I supposed to do? Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Okay, und ich soll jetzt dabei helfen. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Da ist jemand aber sehr überzeugt. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? No, I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Und deswegen sind dir dann trotzdem die Glocken so wichtig, auch wenn du eigentlich keinen Ton hören kannst. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt, tone deaf. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Wenn ihr auf die kleine Minikarte guckt, da unten in der Mitte hier, da sind diese 3 Punkte. Und ich weiß nicht, wohin das zeigen soll. Revelio. Never forget what that Hufflepuff is. Und hier unten ist es dann wieder weg. Und jetzt ist es wieder da. Na egal, wir machen jetzt erstmal kurz hier die Nebenquest. Revelio. Ich würde diese ganzen Weihnachtsbäume am liebsten alle anzünden.
I enjoy having lunch down by the lake. The bells must be upstairs. Oh, hier ist sogar noch eine Uhr, die ich nicht Hello, geöffnet Hamura. habe. Accio, Wingardium Leviosa. Found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. One up, one to go. Boah, das nervt. Revelio. Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Was für eine Kakophonie. Boah. Da gehe ich nicht nochmal durch. Das werde ich jetzt per Schnellreise machen. Ernsthaft, das ist mir echt nicht angenehm gewesen. Und ich habe schon wieder die nächste Nebenmission gesehen. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Irgendwie hast du auch Future mit ihm ein generations may Hühnchen not zu truly rupfen. appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. Grundsätzlich You irgendwie. don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ziemlich wütende Person. Ah, Summoners Court. Ja klar. Revelio. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Na I klar think doch. I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. So, gegen wen spielen wir denn jetzt? Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Crossed Wands, das war von ganz am Anfang. Aus den ersten paar Folgen dieser geheime Dueling Club, genau.
Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Alright. Accio! Precisely as planned. Jo. Das können wir auch. Accio! Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Ach so, diese Dinger, die sind, die sind anziehend. Das habe ich gar nicht gesehen. Accio! Okay, von mir aus. Accio! Das hat nichts geändert sozusagen. Precisely as planned. Gucken, ob ich das auch hinkriege. Das ist jetzt auf dem Grün, ne? Wird nicht so ganz einfach. Accio! Ja, nett. Jetzt sind wir gleich, oder? Technique. You almost beat me there, but I almost beat you too. Und jetzt? Hard luck. Care for another round? Okay, wir müssen tatsächlich die Runde wiederholen. Accio! Nice technique. Well, you are good. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I play by intuition. I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Tja, wer könnte das wohl sein? So. Oh, da gibt es nochmal eine Nebenquest, die cool. Ich gehe gerade einfach nur durch ganz Hogwarts durch und mache alle Nebenquests, die mir angezeigt werden. Aber ich will auf jeden Fall irgendwann noch in den Tower, in das Zimmer von Professor Black. Wenn ich das dann schaffe. Oder ist jemand in Trouble? Oh, it's you! Just the person I need. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Ja, niemand ist hier. Niemand macht hier Fehler. How awful.
I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feat may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Na klar doch. Das hört sich nach viel XP Why was an. Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Bist du dir da sicher? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. Should. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Yep. Thank you for your help. My family is indebted to you. Dort bin ich ja auch schon gewesen. Und bin dann nicht reingegangen ins Tomb, weil ich wusste, das hat bestimmt noch irgendwann mal ein Quest. Okay, was haben wir denn jetzt noch für Quests? Ich soll mit Nettie sprechen. Ich soll mit Poppy sprechen. Und ja, genau, das machen wir als erstes. Wir gehen nach Hogsmeade zu Albie Weeks. Und holen uns das nächste Broom-Upgrade. Wobei wir wahrscheinlich dafür wieder irgendwas anderes machen müssen, um das zu kriegen. How nice to see you, my young friend. Flipendo might seem like harmless fun, but not when you've just had your hair done like Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Na, danke schön. 4.000. Das ist ja mal You'll be thrilled echter with that broom, I promise you. Spezialpreis. Da lohnt sich das dann wirklich... nee, will ich nicht. Da lohnt sich dann echt, diese ganzen... diese ganzen Sachen hier zu verkaufen. Das kann man alles verticken. Wenn ich genügend Ingredients habe, um diese ganzen Sachen nochmal komplett abzugraden, okay, dann vielleicht. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right.
I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Okay, das heißt mal wieder mit Imelda reden. Und wo ist Imelda? Wahrscheinlich sehr weit im Süden dann. Nein, nicht Hogwarts World. Oh. Da ist ein... Ach nee, das sind die beiden Nebenquests. Einmal mit Poppy und einmal mit Nettie. Okay. War ich hier hinten eigentlich jetzt schon mal komplett... Ah nee, da war ich noch nicht wirklich. Okay, dann... Ja. Das ist die erste Quest, die uns komplett in den Süden führt und gleich ganz ans Ende der Karte. Das heißt, die werde ich erstmal nicht machen. Da will ich vorher wirklich erstmal diesen ganzen Bereich hier erkunden und dann vielleicht. Ja, aber im Moment gerade nicht. Definitiv nicht. Ist mir zu weit. Okay. Dann machen wir jetzt die, genau, wir können die hier machen. Die Dale Crest, was auch immer, Nebenquest. Wobei, vielleicht machen wir es eher so, ich erkunde erstmal die Gegend da drumrum, weil da gibt es einiges zu erkunden noch und dann mache ich eine Pause, weil ich bin schon recht lang unterwegs jetzt wieder in der Folge. Revelio. Und ich will nicht, dass die Folgen alle immer so extrem lang werden. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Deswegen werden wir uns ein bisschen ausruhen und warten. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Der Rabe. Okay, jetzt werden wir erstmal kurz eine andere Quest auswählen. Revelio. So, da ist erstmal nichts. So, da hinten ist nur ein... Das ist nur ein Troll, den ich auch schon längst besiegt habe. Ja. Revelio. Ich glaube, da war ich auch schon überall dran, ne? Ja. Ja, okay, dann ist es wirklich nur da hinten. Der Eingang zu diesem Dungeon hier. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Okay. Dann mache ich hier eine Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute, bei Episode 37. In der nächsten werden wir direkt in das Dale Family-Tum absteigen und gucken, ob wir unsere Füße hier schützen können. Macht's gut, Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.